Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Do-It-Yourself Workshop. Heute mit einem neuen Projekt, eine Monitor-PC-Wandhalterung, die ich mir selber gebaut habe. Wie ihr seht, habe ich das diesmal mit Wick geschweißt. Ich bin noch ein absoluter Anfänger, also nehmt mir das nicht krumm, wenn hier die ein oder andere Schweißnaht nicht ganz perfekt ist. Wie gesagt, ich bin noch fleißig dabei, Wick-Schweißen zu üben und man merkt hier, so wie in diesem Beispiel, wenn man halt zu blöd ist und vergisst das Gas aufzudrehen, ja, dann passiert halt sowas. Aber wieder zurück zum Kontext. Ich habe dieses Projekt gebaut für meine Werkstatt, da ich mit dem Computer zum Beispiel Autos auslese, Fehlerdiagnosen mache und nach einer Möglichkeit gesucht habe, mich nicht immer ins Auto zu setzen mit meinem Laptop. Ich denke, die ganzen Autoschrauber kennen das Problem. Man sitzt im Auto sehr beengt oder man hat vielleicht einen Dongle, den man benutzen kann und arbeitet dann über das Tablet oder Smartphone. Da gibt es mittlerweile verschiedene Varianten. Ich habe aber ein sehr umfangreiches Programm, weswegen ich einen PC benötige und dafür wollte ich eine vernünftige Wandhalterung haben. Zurück zum Projekt. Basis meiner Idee war einfach nur, dass ich eine normale Wandhalterung nehme, wo man einen Monitor befestigen kann. Die gibt's ja wie Sand am Meer bei eBay oder Amazon. Die kriegt man relativ günstig geschossen für ca. 10 bis 15 Euro. Aber natürlich wollte ich meinen PC irgendwo integrieren, damit er auch nicht ständig im Weg ist. In der Werkstatt kennt ihr das selber, ist sehr wenig Platz und dann möchte man sich nicht irgendwo einen PC hinstellen oder einen Laptop oder sonst irgendwas. Ich wollte einfach beides an einem Ort haben und weswegen ich mir dann auch überlegt habe, ich baue mir 2 Bügel, die ich mir dann an die Wand montieren kann, wo ich dann einfach einen Laptop reinschieben kann. Darauf dann einfach die Wandhalterung fixieren, fertig. Somit habe ich dann also auch keine störenden Gerätschaften, die dann irgendwo wieder auf dem Regal oder sonst irgendwo rumstehen müssten oder auf dem Werkstattwagen oder wo auch immer. So habe ich einfach nur den Monitor, / Fernseher an der Wand, kann mit einer Funktastatur arbeiten, brauche mich damit einfach nur ins Auto setzen und kann diesen dann auslesen. Zusätzliches Gimmick ist aber auch, dass ich Musik hören kann über Spotify, über YouTube oder sonstige Anbieter. Wenn ich also nicht gerade Videos produziere, kann ich damit das komplette umfangreiche Multimedia-Angebot nutzen, wie Netflix und Sky, um vielleicht parallel Fußball zu gucken, wenn ich gerade in der Werkstatt am Arbeiten bin. Also für mich eigentlich eine sehr coole Idee, die auch relativ günstig umzusetzen ist. Alles, was ich jetzt benutzt habe, habe ich noch irgendwo liegen gehabt. Zum Beispiel alte Metallreste, weswegen ich auch das in Vierkantrohr gemacht habe mit Flacheisen zusammen. Das einzige, was ich bestellt habe, für glaube 12 Euro waren es jetzt, ist die Wandhalterung für den Monitor. Warum ich es jetzt so gebaut habe, war eigentlich noch der Hintergrund, weswegen auch diese 2 Bügel unterschiedliche Längen haben. Meine Idee war es, das Netzteil von meinem Laptop irgendwo da noch mit zu integrieren, mit einem Kabelbinder zu befestigen oder mir noch eine Halterung dafür zu schweißen. Im Nachhinein hätte ich sie lieber gleich lang gemacht. Man ist später natürlich immer ein bisschen klüger und es wird wahrscheinlich dazu auch noch eine Variante 2.0 geben, wie man es hätte anders machen können. Wie ihr seht, hat die Hitzeeinwirkung das Metall sehr stark verformt, was ich nachher zum größten Teil auch dadurch wieder beseitigt habe, dass ich die Konstruktion mit Kraft an die Wand geschraubt habe. Ich mache dazu mal eine technische Bauzeichnung, die könnt ihr euch dann natürlich kostenlos herunterladen. Schaut also nochmal in die Videobeschreibung rein, dort werde ich euch einen Link einstellen. Ja, und im Nachhinein betrachtet würde ich das anders bauen mit den Erfahrungen von jetzt. Die Materialstärken muss man vernünftig aussuchen und nicht 6 mm Flacheisen mit einem 1 mm Vierkantrohr verschweißen. Zudem auch weniger verschweißen und das ein oder andere vielleicht sogar verschrauben. Das Material würde nicht so stark darunter leiden und es wäre optimaler, wenn alles in 3 mm Materialstärke gebaut würde. Ebenso wird sich das auch deutlich besser verschweißen lassen.
Hier seht ihr, wie ich die Konstruktion dann an die Wand bringe. Ich musste dazu natürlich auch noch Löcher durch die Vierkantrohre bohren, um auch die nach innen zeigenden Flacheisen an der Wand verschrauben zu können. Wenn man einen langen Bitaufsatz hat, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Aber auch hier ist es wieder oft einfach schnell gearbeitet, ohne großartig nachzudenken, um dann im Nachhinein festzustellen, ja, wie willst du denn da an die Schrauben rankommen? Dann passieren halt eben solche Sachen. Ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr so eine günstige Wandhalterung bei eBay oder Amazon schießt, um euch sowas nachzubauen, tauscht vorher die Schrauben am Schwenkarm aus. Die Schrauben, die dort mitgeliefert werden, sind M5 und die reichen definitiv nicht aus dafür. In meiner Variante war es nachher so, dass nach 2-3 Mal Bildschirm hin und her drehen bereits der erste Schraubenkopf abgerissen war. Die vorhandenen Löcher habe ich dann nochmal ein Stück aufgebohrt und habe da vernünftige M8 Schrauben eingesetzt. Dadurch wurde es stabiler und ich fühle mich damit einfach sicherer. Zukünftig werden meine ganzen Projekte mit FreeCAD geplant und ich werde euch auch diese Dateien natürlich kostenlos zur Verfügung stellen. Die Links findet ihr dann immer unten in der Videobeschreibung, schaut also einfach mal rein, vielleicht ist da für den einen oder anderen was dabei. Ich musste mir dann auch noch einen Adapter bauen, da eigentlich geplant war, einen kleinen Monitor dran zu befestigen, den ich noch von meinem PC übrig hatte. Dieser war mir aber zu klein und wurde dann gegen einen alten Fernseher mit HDMI-Anschluss ersetzt. Die Schrauben musste ich dann aber im Nachhinein auch nochmal versetzen, da die Schrauben deutlich höher am Gerät befestigt werden müssen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ich habe jetzt ohne großartigen Kabelsalat oder irgendwelche störenden Geräte rumstehen zu haben, einen Fernseher an der Wand, an dem ich alle Multimedia-Eigenschaften nutzen kann. Wenn euch dieses Projekt gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und wer es noch nicht getan hat, abonniert gerne meinen Kanal. Denn zukünftig wird es mehr solcher Projekte geben, viele Kleinigkeiten, aber auch zwischendurch sehr interessante Sachen. Und wer es noch nicht weiß, ich bin natürlich auch bei Facebook und Instagram aktiv. Die Links findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschö!